zeige dir in diesem Video, was die CO2-Steuer ist und wie hoch diese für dich als Vermieter oder Mieter ausfallen wird. Falls du die Höhe für deine Wohnung wissen willst, bist du hier genau richtig. Ich führe dich Schritt für Schritt durch alle notwendigen Rechnungen und zeige dir genau auf, was genau die CO2-Steuer für dich bedeutet. Was ist die CO2-Steuer? Die CO2-Steuer, auch als Umweltsteuer genannt, soll Anreize für die energetische Sanierung von Immobilien setzen. Diese gibt es bereits seit 2021 und ist im Brennstoffemissionshandelsgesetz, kurz BEHG, geregelt. Dieses Gesetz besagt, dass der Verursacher von Kohlendioxid auch eine entsprechende Abgabe dafür zahlen soll. Genauer gesagt ist es so, dass der Verursacher pro ausgestoßene Tonne CO2 25 € an Abgaben zahlen muss. Diese 25 € steigen kontinuierlich über die kommenden Jahre. Im Jahr 2023 wird diese Erhöhung allerdings aufgrund der Energiekrise ausgesetzt. Du findest in der Tabelle eine Übersicht, wie hoch die Abgaben pro Jahr sind und wie sich die in den nächsten Jahren entwickeln werden. Dabei siehst du auch, dass die entsprechenden Abgaben für Öl und Gas sich jeweils unterscheiden. Hierzu findest du die Tabelle. Du kannst sehen, dass über die kommenden Jahre die Steuer, wie gesagt, deutlich steigen wird. Dies hat auch eine Auswirkung dann auf Öl und Gas. Was ändert sich nun 2023? Nun ja, diese Steuer existiert bereits seit 2021. Bisher war es allerdings so, dass die Kosten dafür der Mieter alleine getragen hat. Ab 2023 muss nun auch der Vermieter zusätzlich mitzahlen. Hierzu gibt es ein 10-Stufen-Modell, welches ich dir mit einblenden werde. Darin ist geregelt, dass je schlechter die energetische Beschaffenheit deiner Immobilie ist, desto mehr wirst du als Vermieter bzw. weniger als Mieter für diese CO2-Steuer mit bezahlen. Es gilt das Prinzip der energetischen Beschaffenheit. Besonders bei guten Immobilien beträgt der Anteil als Vermieter an Steuer 0%. Du zahlst dementsprechend gar nichts. Bei besonders schlechten energetischen Immobilien beträgt der Anteil allerdings bis zu 95%, also ganz schön viel. Auf welcher Stufe befindet sich denn nun meine Immobilie und wie kann ich das rausfinden? Die Information findest du in deinem Energieausweis, sofern dir dieser vorliegt. In dem Energieausweis kriegst du einen guten Überblick, wie gut die energetische Beschaffenheit ist. Dafür gibt es den Strahl, den man typischerweise im Energieausweis mit sehen kann. Zusätzlich bieten dir die meisten Energieausweise auf der zweiten Seite auch eine kleine Zahl zu den CO2-Emissionen, die ausgestoßen werden pro Quadratmeter und pro Jahr. Dabei kannst du sehen, dass je höher diese Zahl ist, desto schlechter ist die energetische Beschaffenheit. Tendenziell kannst du sehen, je stärker deine Immobilie in dem roten Bereich des Energiestrahls ist, desto höher wird auch die CO2-Emission sein. Sollte diese Information in deinem Energieausweis nicht aufgeführt sein oder schlichtweg fehlen, kannst du das natürlich auch mit einer Hilfsrechnung selber herausfinden. Dabei ist es wichtig zu wissen, wie das berechnet wird. Hierzu gibt es eine Hilfsrechnung. Für Gas kannst du es einfach berechnen, indem du deinen Jahresverbrauch mit dem Faktor 0,202 pro Kilowattstunde ausrechnest und dann durch die Größe der Wohnung teilst. Bei Öl nimmst du auch deinen Jahresverbrauch in Litern und multiplizierst das mit dem Faktor 2,66 und dividierst das am Ende wieder durch die Größe deiner Wohnung. Das ist eine Rechnung, mit der du dann deine CO2-Emissionen für deine Wohnung relativ einfach mit berechnen kannst. Wie berechnet sich denn jetzt die CO2-Steuer für meine Immobilie? Wieder ist es abhängig von einigen Faktoren. Erstmals musst du natürlich wissen, wird deine Wohnung mit Gas oder Öl geheizt? Wie hoch ist der Jahresverbrauch? Und wie hoch sind die CO2-Emissionen? Das haben wir im vorherigen Schritt rausgefunden. Die tatsächlichen Emissionen wirst du als Vermieter bzw. als Mieter sehr wahrscheinlich allerdings erst zum Ende des Jahres über deine Betriebskostenabrechnung bzw. Heizkostenabrechnung mit erfahren. Sofern dir dann die tatsächlichen Verbräuche vorliegen oder du in der Zwischenzeit schon mal eine ungefähre Rechnung aufstellen willst, kannst du das mit folgender Formel erledigen. Dafür nimmst du den Jahresverbrauch jeweils in Liter und Kilowattstunde und multiplizierst das mit dem Anteil, den du als Vermieter oder Mieter zahlen musst und multiplizierst diese Zahl nochmal zusätzlich mit den jeweiligen zusätzlichen Kosten, die für Erdgas oder Erdöl pro Tonne ausgestoßener CO2 mit anfallen werden. Nehmen wir nun ein Beispiel. In unserer Beispielrechnung haben wir eine Wohnung, die ca. 65 Quadratmeter groß ist und einen Jahresverbrauch von ca. 10.400 Kilowattstunden hat. Es wird entsprechend mit Gas geheizt. Nicht nur die Beheizung der Wohnung erfolgt übers Gas, sondern auch die Warmwasserversorgung. In unserem Beispiel
sind die CO2-Emissionen für diese Wohnung relativ schlecht mit 57 Kilogramm CO2-Ausstoß pro Quadratmeter pro Jahr. Wir befinden uns dementsprechend in der schlechtesten Stufe gemäß dem 10-Stufen-Plan. In diesem Fall ist es so, dass der Vermieter Kosten von ca. 380 € haben wird über die kommenden Jahre. Auf dieses Jahr entfallen Kosten von ca. 70 €. Also durchaus ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Wie du das berechnen kannst, ist relativ simpel. Nutze gerne die Formeln, die wir dir in diesem Video gezeigt haben. Mehr Informationen findest du bei uns auf der Internetseite. Hier bieten wir dir auch die Möglichkeit, uns einige Informationen deiner Wohnung zu übermitteln, sodass wir dir die CO2-Steuer mit berechnen können. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen in der Berechnung der CO2-Steuer. Es ist deutlich geworden, dass es durchaus ein Faktor ist, der nicht zu vernachlässigen ist und gerade als Kapitalanleger auch eine gewisse Bedeutung für dich als Vermieter haben kann. Wichtig zu wissen, die steuerliche Betrachtungsweise kann sich jederzeit ändern, sodass es natürlich nur vorläufige Berechnungen sind, die wir mit anstellen können. Entscheidend wird sein, welche Informationen du zum Ende des Jahres mitbekommen wirst, um dann diese Rechnung mit aufzustellen. Wichtig ist allerdings, sich heute schon Gedanken zu machen und ungefähr zu berechnen, welche Kosten auf dich zukommen werden. Falls du weitere Fragen hast, kommentiere gerne unser Video. Wir werden auf jede Frage eingehen und dir helfen bei der Berechnung der CO2-Steuer.